Hala Madrid, Freunde. Ja, heute wollen wir nochmal über Arda Güler sprechen und über das Spiel gegen den AS Monaco am Dienstag, beziehungsweise morgen, ja. Morgen ist es schon. Wir kommen zurück. Folgt mir gerne. Nicht vergessen. Das würde mich natürlich freuen, damit der Kanal hier größer wird und hier mehr Videos rausgehauen werden. Ja, ich bin seit über 30 Jahren Real-Fan und ja, es ist einfach nice. So, Arda Güler nochmal. Also, man hat gesehen, dass es ohne den Jungen, ich würde fast sagen, nicht geht, ne? Mein Reden ohne Fanboy-Gelaber und so. Es ist einfach so. Wichtig ist nur, dass er natürlich auf seiner Position spielt. Und da haben wir das Problem, weil Bellingham das spielt. Du kannst aber Bellingham jetzt auch nicht vernichten im Endeffekt. Es hört sich jetzt hart an. Aber das Ding ist, Arda Güler war ja da, wo Bellingham verletzt war. Und dann war Bellingham wieder fit und er war sofort wieder dabei. Aber man hat auch sofort gemerkt, dass da irgendwie nicht so, die Chemie, das passte irgendwie nicht so. Es war auf einmal, es wurde schlechter. Manchmal habe ich das Gefühl, wenn Bellingham nur spielt, dann spielt Real besser. Oder wenn Arda Güler spielt. Also wenn sie zusammenspielen, ist es schwierig. Schreibt mal in die Kommentare, ob ich richtig liege, was sagt ihr dazu? Ist es so, mir fällt das so auf, dass das irgendwie so ist. Natürlich gibt es auch Spiele, ich will damit nicht sagen, also wo die schon zusammengespielt haben, wo es gut lief. Gut, ich kann ja nur noch diese Saison gut sagen, weil die Saison ist eine reinste Katastrophe. Und nur weil man jetzt mal ein Spiel wieder besser spielt, bin ich nicht nur auf einmal, oh ja, Real ist zurück. Nee, nicht ansatzweise. Ich bin auch nicht guter Hoffnung gegen Monaco. Ich weiß wieder, wie dieses Spiel anfangen wird, weil wir wissen, wir haben jetzt gewonnen und dann lässt man sich wieder fallen, man kommt wieder in dieselbe Scheiße rein. Ich sag das, es ist einfach so. Aber vielleicht sollte man mal Arda Güler von Anfang an auf seiner Position spielen. Der muss Bellingham er kann eigentlich auch woanders spielen. Er muss nicht direkt auf seiner Position spielen, aber das ist das Problem in Zukunft und das ist auch das Problem bei Real Madrid. Da ist die Frage, du kannst natürlich auch Bellingham, der die ersten 2 Saisons richtig top gespielt hat. Also was willst du da sagen? Und hat ja schon in der kurzen Zeit, einen Stellenwert hingelegt, auch mit es gibt auf der Real Madrid Seite extra Klamotten mit seinem Jubel, wie er da so steht, der so arrogant, aber es passt eben zu ihm. Nur, du kannst Arda Güler, wenn der auf seiner Position, das sieht man auch, man sieht es doch schon in der türkischen Nationalmannschaft, wenn er dort spielt oder auch richtig, er ist übrigens, ich muss den Satz wieder abbrechen, er ist auch Mbappés bester, also er gibt, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz täusche, verbessert mich, die meisten Torvorlagen. Er ist einfach der Mann. So, und deswegen muss man ihn spielen lassen und am besten auf seiner Position. Wie man das natürlich jetzt macht, ich bin leider nicht da, ich bin leider nicht Trainer, aber da muss auf jeden Fall was gemacht werden, weil dann hat man vielleicht wieder Erfolg. Das Problem ist nur, wenn Adam mal auf seiner Position spielen sollte und das Spiel vielleicht nicht so gut ist, dann wird er gleich wieder woanders hingesetzt oder er sitzt auf der Bank. Das ist, also einen jungen Spieler, einen jungen Türken, sag ich mal, ein Spiel immer Chance zu geben und der muss perfekt sein. Ich meine, er hat so schon einen Stellenwert oder bei ihnen ist das so, wenn Arda Güler mal ein bisschen nicht so gut spielt, dann wird das gleich angezweifelt, ne? Also das darf man ja auch nicht vergessen, ne? Und das ist eben so und ich habe ja auch schon bei TikTok, folgt mir gern da, der geht durch die Decke in manchen Videos und das bei so kurzer Zeit freut mich natürlich. Da sage ich das auch, aber da gibt's Diskussionen über Arda und so und dies und jenes und er hat schon was geschafft, was wenige geschafft haben und ich habe dort gesagt, wenn er fit bleibt und dann muss man auch, das ist auch kein Angriff, da muss ich auch hier nicht Modric, Mann, das ist Legende, Modric ist Modric, aber er kann noch besser werden. Er kann noch besser werden, das ist einfach Fakt. So, und er hatte bis vor einem halben Jahr, jetzt weiß ich das nicht mehr, ungefähr oder ein bisschen länger, hatte er eine bessere Statistik als Lamine Yamal und hatte viel weniger Spiele. Da redet aber keiner von. Jetzt kommt, weil Arda nicht auffällt, so wie
der Junge da, der kleine Junge da bei Barcelona, der einen immer auf Hauptsache wir fallen auf und naja, da wollen wir nicht weiter drüber reden, will ich auch nicht. Und aber ne, das ist eben Arda Güler und ich hoffe, dass er von Anfang an gegen Monaco spielt. Jetzt gehen wir nämlich gleich zu Monaco. Ich hoffe, dass er von Anfang an spielt und am besten mal auf seiner Position. Dann muss man das auch mal austesten. Aber es kann natürlich auch sein, dass Bellingham da wieder rummeckert. Wir kennen es. Keiner weiß, ob er wirklich da was mit Alonso und ne, ihr kennt dieses Thema. Er sagt zwar nein, dass das alles scheiße ist und so weiter, was da draußen gelabert wird, aber ich bin mir auch nicht ganz so sicher, weil warum, Gerüchte sind immer da, an irgendwelchen Gerüchten ist immer irgendwie die Wahrheit und dementsprechend bin ich mir dort nicht so sicher, was da ist. Aber deswegen kann ich mir richtig vorstellen, wenn der nicht auf seiner Position spielt, der macht da den Larry. Ich kann es mir richtig vorstellen, aber er sollte nicht vergessen, was für ein Wappen er trägt und er ist noch jung und dass er überhaupt bei Real Madrid spielt. So, Punkt, ne? Ganz einfach. So, jetzt kurz ich kann ja noch nicht so viel sagen, die Ausstellung habe ich ja noch nicht, das mache ich wahrscheinlich morgen oder eventuell auf TikTok vor dem Spiel und dann natürlich nach dem Spiel werden wir sehen. Es geht gegen Monaco in der Champions League. Es wäre natürlich sinnvoll, einen Sieg einzufahren und dann beim letzten Spiel dann auch noch einen Sieg. Dann sind wir auf jeden Fall locker unter den ersten 8 und müssen nicht noch ein extra Spiel machen und den Schwachsinn da und so weiter. Das wäre natürlich geistreich und richtig nice. Ich denke mal, eigentlich auf dem Papier sollte das auf jeden Fall klappen. Das sollten auf jeden Fall 6 Punkte sein. Aber nochmal, wir haben keine gute Saison. Es läuft nicht gut. Ich hoffe, dass bis morgen sich keiner verletzt noch. Und. Dann hoffe ich, dass das klappt. Alaba wird ja auch sogar mal wieder eingesetzt. Also das heißt, er kann eigentlich auch, aber die kann ich ja jetzt nicht das ist der stabile Junge. Das wird nichts. Und deswegen hoffe ich, dass wir auf jeden Fall morgen auf jeden Fall schon mal 3 Punkte holen, damit das eigentlich schon fast durch ist und wir nicht die extra Runde gehen müssen da, ne, sondern gleich unter den ersten 8 sind. Nicht so wie letztes Jahr. Übrigens, dieses ganze System finde ich sehr, sehr nice. Ich habe ja erst dran gezweifelt an der Champions, an den neuen System, aber da spreche ich mit sehr vielen Leuten. Perfekt. Irgendwie macht das Spaß, das ist spannender und so weiter und nicht so wie vorher. Also ihr könnt gerne unterschreiben, was ihr davon haltet. Also ich bin der Meinung, dieses ganz neue Ding, dieses System in der Champions League, finde ich, läuft oder ist besser. Ja, dann gibt es eigentlich gar nicht viel mehr zu sagen. Arda Güler muss spielen, ne? Und ich denke mal, ich bin gespannt in Zukunft, wie das wird und wer länger da bleibt, ob es Güler ist, wenn er fit bleibt. Ob Bellingham, da wollen wir jetzt nicht drüber philosophieren, ne? Aber ob Bellingham wirklich immer bei Real Madrid bleibt. Angebot von Liverpool in Raum, Fragezeichen, keiner weiß es, ob es wirklich stimmt. 180 Millionen, könnte ich auch noch mal was drüber machen. Ja, er ist Engländer. Also geht man eher vielleicht mal hin, auch wenn er natürlich jetzt schon aktuell bei der größten und besten Mannschaft der Welt spielt. Aber man geht als Engländer eben eher dahin, als vielleicht, sag ich mal, ein junger Türke in die Türkei-Liga. Natürlich würde das gern auch ein Türke machen, aber noch nicht zur, ja, sag ich mal, Bestform oder wenn er jung ist, dann will man natürlich woanders spielen, ohne die Türkei, die Liga schlecht zu machen. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ne? Da wollen wir ja nicht, da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Aber das ist natürlich bei der englischen Liga, trotzdem ist es ja nun mal die stärkste Liga. Und da sieht man das, oder da ist es natürlich ein bisschen anders. Aber er spielt bei Real Madrid. Alles, was dann kommt, ist ja ein bisschen niedriger. Ne? So ist das einfach. Das würde ich auch sagen, wenn ich nicht Madrid-Fan wäre seit über 30 Jahren. Das ist ja nun mal so. Höher geht es ja in Fußball nicht. So, ich bin gespannt, was kommt. Ihr könnt mal unterschreiben. Und wie gesagt, folgt mir bitte, abonniert meinen Kanal. Das würde mich freuen. Und dann bis zum nächsten Mal, Freunde.